Es gibt unglaublich viele verschiedene Zelte auf dem Markt. Die Auswahl ist aber mittlerweile so groß, dass es fast unmöglich ist, den Überblick über alle Hersteller, Bauformen, Materialien zu behalten. Und genau dadurch wird eine Entscheidung oft unnötig kompliziert. Man hat zwar tausende Optionen, aber keinen klaren Plan, um sie einzuordnen. Und was wirklich hilft, ist ein fester Ablauf, um vor einer Suche erstmal festzustellen, was man eigentlich wirklich selber überhaupt braucht. Und ich habe deswegen mal versucht, ein System als Hilfestellung zu entwickeln, um diese Suche vielleicht ein bisschen abzukürzen. Ich nenne es den Zeltguide. Und das ist eine Art Flussdiagramm bzw. Matrix, die wir jetzt gleich durchgehen, bei dem man Schritt für Schritt einfache Ja-Nein-Fragen beantworten muss. Und am Ende landet man dann automatisch bei der Zeltkategorie, die für das eigene Vorhaben am meisten Sinn ergibt. Ich habe es erstmal grob in Paint skizziert und mir überlegt, welche Fragen wirklich entscheidend sind, was gar nicht so einfach war, und es dann final optisch nochmal etwas schöner aufbereitet, sodass es wirklich übersichtlich ist. Und damit man dann direkt die in Frage kommenden Zelte vergleichen kann, habe ich jeweils für jeden Anwendungsfall auch konkrete aktuelle Modelle in 3 verschiedenen Kategorien hinzugefügt. Einmal Budgetvarianten für den günstigen Einstieg, dann gute Mittelfeldoptionen und die absolut besten High-End-Modelle für maximale Performance. Und genau so starten wir jetzt. Wir beginnen ganz oben im Diagramm und gehen dann einmal alle Fälle durch, und ich erkläre dabei bei jedem Schritt, worauf die jeweilige Frage überhaupt abzielt und wie die einzelnen Zeltempfehlungen dann am Ende genau aussehen. Die erste Frage ganz oben, die ich mir erstmal grundsätzlich stellen sollte, ist: Transportiere ich mein Zelt mit dem Auto? Beziehungsweise spielt Gewicht überhaupt eine Rolle? Denn wenn ich mein Zelt dafür einsetzen möchte, um auf einem Campingplatz, vielleicht auch Festival zu schlafen, dann brauche ich es nicht transportieren, und es kann wirklich schwer sein. Und dadurch kann man sich eine Menge Geld sparen, weil einfache, aber dafür robuste Materialien verwendet werden, und ich habe natürlich die freie Wahl bei Funktion und Größe des Ganzen. Beantworte ich das mit Ja, da liegt man bei klassischen Campingzelten. Hier als Budgetvariante habe ich zum Beispiel mal Zelte von Decathlon gelistet. Da sollte man aufpassen, dass die mindestens die Windstärke 6, also mit 50 km/h Wind, klarkommen. Zum Beispiel das MH100 XXL für 4 Personen, rund 7 Kilo schwer, 130 € teurer. Oder eins, was sich sehr schnell aufbauen lässt, ein bisschen kleiner ist, das Easy Fresh and Black, 2 Personen, zum Beispiel 5 Kilo, 130 €. Im Mittelfeld habe ich selber Zelte von Coleman im Einsatz. Seit 7 Jahren zum Beispiel das Coastline 2.3 Plus, 7,5 Kilo, 145 €. Da gibt es auch noch das Darwin von für 3 Personen, 5 Kilo, 110 €. Oder zum Beispiel auch Nordisk Opland PU für 300 €. Bei den High-End-Modellen, da kann man natürlich eine Menge Geld ausgeben. Heimplanet bietet zum Beispiel echt coole Zelte, 5 Kilo, aber 1.000 €. Dafür hat man wirklich so einen Dome. Oder zum Beispiel auch ganz klassische Hilleberg-Tunnelzelte, zum Beispiel das Keron GT, 5 Kilo und sogar 2.000 €, aber damit kann man dann wirklich alles machen und hat auch ausreichend Platz. Beantwortet man diese Frage allerdings mit Nein, also transportiert das Zelt im Rucksack, kann man sich aber dann noch fragen: Laufe ich vielleicht mehr als 5 Kilometer? Denn wenn man wirklich nur mit seinem Auto zum Wald fährt und dann nur kurz läuft, dann spielt Gewicht meiner Meinung nach auch keine übergeordnete Rolle. Ist dem also nicht so, dann kann man auch zu den klassischen Campingzelten greifen. Aber wenn ihr mehr damit laufen wollt, was bei den meisten hier der Fall sein sollte, dann ist die erste Frage: Will ich es in Extrembedingungen verwenden? Zum Beispiel Nordeuropa im Winter, eine Island-Trekking-Tour oder wirklich den Alpenbereich ab 3.000 Meter. Und dann landet man auf jeden Fall bei doppelwandigen 4-Jahreszeitzelten. Und die müssen wirklich sehr, sehr robust sein. Da ist Gewicht auch noch zweitrangig und zum Beispiel auch mit Schneelasten und starkem Wind klarkommen. In der Budgetvariante ist es gar nicht so einfach. Da gibt es zum Beispiel das Nature Hike Cloud Peak 2, 2,2 Kilo, 250 €, oder auch von 3FUL Gear das Taichi 2, 1950 Gramm, 200 €. Im Mittelfeld liegen wir schon bei MSR zum Beispiel. Das Access 1 ist ein gutes doppelwandiges 4-Jahreszeitenzelt, 1370 Gramm, 450 €. Oder auch das relativ neue Tarptent Arc Dome 1, 1335 Gramm und 500 €. Hier würde ich aber wirklich zu High-End-Modellen greifen, wie zum Beispiel den äußerst robusten Slingfin Portal 2, 1304 Gramm, 800 €. Oder zum Beispiel auch das Tarptent Moment DWLi, das ist eine leichtere Variante. Da auf jeden Fall nur mit dem Crossing Pole aus DRC Aluminium, 1,1 Kilo, 900 €. Man kann aber sagen, in diesem Bereich ist der Marktführer auch hier Hilleberg. Da würde ich zum Beispiel das Acto empfehlen, 1300 Gramm, 870 €, oder sogar das noch robustere Unna, 2000 Gramm und 1040 €. Habt ihr dann aber nicht vor, Zelte wirklich in solchen extremen Bedingungen überhaupt aufzubauen? Auch das sollte für die meisten gelten. Dann kann man sich fragen generell:
Habe ich vor, das Zelt öfter vielleicht auf Trekkingplätzen, in Schutzhütten oder über der Baumgrenze aufzubauen? Da zählt die Frage nach der Bauart generell, ob das Zelt freistehend muss. Wenn ihr das vorhabt, dann ist die nächste Frage, will ich Gebrauch von der Legalität des Biwakierens machen? Habe ich kein Problem mit engstem Raum oder plane ich nur vereinzelt Nächte draußen für den Notfall ein? Und wenn das bei euch so ist, dann könnt ihr darüber nachdenken, Biwaksäcke zu benutzen. Die Biwaksäcke sind natürlich schnell und einfach aufzubauen, die sind per se freistehend und die machen auch sehr, sehr viel mit, was jetzt Wind- und Extrembedingungen angeht. Und gerade in Deutschland, wenn man dort wild campen will, dann wird das Biwakieren immer noch ein bisschen mehr toleriert, als wenn man da wirklich einen festen Aufbau hat. Hier in der Budgetvariante habe ich mal einen Notfall-Biwi gelistet, den man vielleicht nur mal in den Bergen dabei hat, wenn was passiert. Wenn ihr also normal vorhabt, in Hütten zu übernachten, dann könnt ihr trotzdem so ein Sol Escape Biwi XL mit Kapuze mitnehmen. Der wiegt nur 200 Gramm, kostet 84 €, aber reflektiert im Zweifel sehr viel Hitze, um vielleicht einen kurzen Wetterumbruch zu überleben oder auf Rettung zu warten. Ansonsten gibt es da im Einsteigersegment noch den Biwaksack von Miltec. Der ist leider sehr schwer, 1300 Gramm, kostet aber nur 47 € und damit auch voll funktionsfähig. Im Mittelfeld gibt es zwei coole Optionen von dem Life System Venture Solo Biwi. Man muss sagen, das ist eine Kopie von dem Outdoor Research, aber der wiegt 680 Gramm, kostet 120 € und die bieten auch für alle, die so ein bisschen Klaustrophobie in Biwaksäcken haben, noch eine XL-Variante. Die wiegt dann 100 Gramm mehr, 796 Gramm, kostet 135 €. Ja, und das High-End-Modell, da würde ich euch das Modell empfehlen, was ich auch selber auf meinen Touren verwende, nämlich den Outdoor Research Helium. 441 Gramm ist dann wirklich ultraleicht, der kostet dann aber nochmal 100 € mehr, nämlich 230 €. Beantwortet ihr die Frage aber auch mit Nein, dann gibt es noch die grundsätzliche Frage, ist mir Komfort und Gemütlichkeit wichtiger als noch etwas besseres Gewicht, Packmaß und vielleicht Aufbauzeit? Oder will ich das Zelt auch häufig im mitteleuropäischen Winter oder sehr, sehr feuchten Regionen verwenden? Wenn ihr sagt, ja, das trifft auf mich zu, dann müsst ihr euch noch fragen, verwende ich keine Trekkingstöcke beim Laufen oder bin ich vielleicht mit dem Fahrrad unterwegs, sodass ich generell keine dabei habe? Beantwortet ihr das mit Ja, habt also keine Trekkingstöcke dabei, dann sind für euch am besten doppelwandige freistehende Zelte. Wir haben also ein Innenzelt und ein Außenzelt, weniger Probleme mit Kondensation, können es freistehend aufbauen und meistens auch sehr einfach, also für Einsteiger geeignet. Als Budgetvariante habe ich hier vor kurzem erst das Naturehike Monga 2 UL ausprobiert. 1151 Gramm nachgewogen und nur 170 €, was auf jeden Fall schon brauchbar ist. Im Mittelfeld ist dann ganz klassisch das MSR Huber NX1, was ich viele Jahre als Einsteiger empfohlen habe. 1120 Gramm, 390 €. Oder auch das Big Agnes Copper Spur HW UL1, nur 1080 Gramm für 380 €. Ja, als High-End-Variante kann man ja eigentlich nur das marktführende Zelt seit dem letzten Jahr erwähnen, nämlich das Durston X-Dome, das erste Zelt seiner Art mit unter einem Kilo, 980 Gramm, 485 € und auch komplett freistehend. Einige der anderen Zelte sind semi-freistehend. Das heißt, es steht zwar frei, bricht nicht ein, aber man muss immer noch so ein bisschen die Apsiden teilweise abspannen, was dann im Aufbau bei Schutzhütten oder Plateaus dann teilweise auch nicht notwendig ist. Hierzu sei noch gesagt, dass natürlich auch darauf ankommt, wie viele Personen ihr unterwegs seid. All diese Zelte oder die meisten davon gibt es immer in Ein-Personen-Varianten oder auch Zwei-Personen-Varianten. Beantwortet ihr das mit Nein, habt also Trekkingstöcke dabei, dann kann man wirklich überlegen, und davon bin ich ein Freund, ob man trotzdem ein Zelt kauft, wo man seine Trekkingstöcke in die Konstruktion mit einbringen kann. Das Zelt steht also an sich schon frei, aber manche Zelte bieten durch die Nutzung von Trekkingstöcken dann einige Vorteile. Und ich bin mal ein Freund davon, wenn man sowas sowieso dabei hat, das auch wirklich zu nutzen und die Trekkingstöcke nicht einfach nur leer neben das Zelt zu legen. Ich nenne diese Zelte hier doppelwandige, freistehende Trekkingstockzelte. Und eine richtige Budgetvariante gibt es gar nicht, denn bei 400 € fangen wir beim Tarptent Double Rainbow DW an. DW steht hier für die Doppelwand-Variante. Ich habe selber das Rainbow im Einsatz als Einwand. Und hier ist der Clou, dass man die Trekkingstöcke verwenden kann, um das Zelt freistehend zu machen. Man spart sich also verschiedene Stangen, die das notwendig machen würden, es freistehend aufzubauen, und kann seine Trekkingstöcke dann mitverwerten. 1131 Gramm, 400 € für die Zwei-Personen-Variante.
Im Mittelfeld hier wieder das Durston X-Dome und da ist die Besonderheit, dass man mit den Trekkingstöcken eine größere Stabilität in das Zelt bauen kann. Man stellt beide Trekkingstöcke wie bei einem Pyramidenzelt in die Apsiden auf, um es noch sturmrobuster zu machen. Dasselbe Konzept gibt es auch bei dem High-End-Zelt, dem Slingfin Portal, entweder 1 oder 2, kostet 700 €. Das hat man gerade auch bei den 4-Jahreszeiten-Zelten gesehen, das macht das wirklich nochmal robuster. Und zum Schluss hier noch die Premium-Variante vom Tarp 10 Double Rainbow DW, nämlich aus dem Material Ultra statt Silpoly. Kostet dann nochmal deutlich mehr, 750 €, hier übrigens alles mit Zoll- und Versandkosten geschätzt und wiegt dann aber nur 1049 Gramm für 2 Personen. Ich versuche auf diesem Kanal gerade jede Woche ein neues Video über Ausrüstung, Touren oder hilfreiches Wissen für alle hier kostenlos bereitzustellen. Mein Ziel ist es, noch mehr Leuten den Outdoor-Bereich näher zu bringen und dafür zu sorgen, dass jeder da draußen solche Abenteuer wie wir erleben kann. Wenn du mich dabei unterstützen möchtest, würde es mir unglaublich damit weiterhelfen, diesen Kanal jetzt einmal zu abonnieren. Und schau auch mal in unserem neuen Video-Podcast-YouTube-Kanal Zeltgespräche rein, auf dem wir jede Woche ausführliche, spannende Gespräche mit Gästen wie zum Beispiel Fritz Meinecke oder Christine Thürmer hochladen. Den Link dazu findest du unten in der Beschreibung. Vielen Dank. Wenn wir dann nochmal zurückspringen und ihr sagt, nein, mir ist wirklich das Gewicht und das Packmaß noch wichtiger als ein bisschen Komfort und Gemütlichkeit, also ihr wollt wirklich ultra leicht unterwegs sein, vielleicht wenn ihr einen richtigen Thru-Hike plant oder große Etappen eingeht, dann kann man sich hier auch die Frage nochmal stellen, verwende ich Trekkingstöcke, ja oder nein? Wenn dem nicht so ist, also ihr Trekkingstöcke dabei habt, dann landen wir bei den sogenannten einwandigen freistehenden Trekkingstockzelten. Und hier als Budgetvariante liste ich das normale Tarp 10 Rainbow einwandig, nur 849 Gramm und nur 300 €. Eine ganz große Empfehlung wirklich für alle, die davon Gebrauch machen wollen, von dieser Funktionalität und jetzt nicht direkt 400-500 € lassen wollen. Im High-End-Bereich, da sind wir dann bei der LI-Variante, also das Material ist nicht mehr Silpoly, sondern DCF. Das ist genau das Zelt, was ich auf meinen Touren im Standard im Einsatz habe. 619 Gramm, 850 € einwandig und freistehend. Mittlerweile gibt es auch noch das Zpexx Duplex mit einem Freestanding Flex Kit. Dann kann man quasi das Suplex freistehend machen und trotzdem auch seine Trekkingstöcke benutzen, um die Konstruktion dann noch stabiler zu machen. 901 Gramm, 900 €. Sagt ihr aber, ja, ich habe keine Trekkingstöcke und bin vielleicht mit dem Fahrrad unterwegs, dann sind für euch einwandige freistehende Zelte geeignet. In der Budgetvariante gibt es ja zum Beispiel das Naturehike Vic 2, 1300 Gramm, 169 €. Mittlerweile ein bisschen schwer zu kriegen, muss man vielleicht gebraucht kaufen. Im Mittelfeld wirklich das brandneue, letzte Woche angekündigte Lightway X2 Zelt. Ist so ein bisschen wie das X-Dome, aber einwandig, 970 Gramm und 300 € und ich habe gelesen, da wird auch bald eine DCF-Variante von kommen. Ansonsten gibt es ja noch das Big Sky International Soul 1P, 1012 Gramm und 489 €, kommt aus England. In der High-End-Version sind wir hier wieder bei Zpexx mit dem FreeZip 2 Personen, 866 Gramm und 900 €, ist wie das Duplex, aber hat einen Reißverschluss. Und zum Schluss gibt es noch den Hersteller Samaya und da vor allem das Radical, was absolut für den Bergsport auch geeignet ist. Nur 655 Gramm, aber 1289 €, hat dann auch wirklich kein Vorzelt, sehr minimalistisch, sehr klein, aber das absolut leichteste einwandige freistehende Zelt. Wenn wir dann nochmal zurückspringen und ihr bei der Frage, ob ihr das Zelt oft in Schutzhütten auf Trekkingplateaus oder vielleicht über der Baumgrenze aufbauen wollt, wo es sehr felsig ist, mit Nein beantwortet, ihr also sehr gerne wildcampt im Wald oder auf amerikanischen Wegen in Skandinavien unterwegs seid, wo man das Zelt überall aufbauen kann, dann solltet ihr euch jetzt spätestens fragen, ob ihr keine Trekkingstöcke beim Laufen verwendet oder mit dem Fahrrad unterwegs seid. Wenn dem nicht so ist, also ihr Trekkingstöcke dabei habt, dann könnt ihr euch dann die Frage stellen, ob ihr bereits sehr viel Outdoor-Erfahrung habt, generell ein offenes Schlafgefühl mögt und ob ich Spaß am Aufbau habe und ob ich vielleicht eher in wärmeren Regionen unterwegs bin. Denn dann gehen wir jetzt in den Tarp-Strang und da gibt es noch die Unterscheidung, ob ich absolut kein Problem mit Insekten habe, also Mücken, Spinnen, Käfer und so weiter. Und wenn ihr damit kein Problem habt, dann könnt ihr Tarps ohne Innenzelt verwenden. Beim Tarp muss man auf jeden Fall ein bisschen wissen, was man tut. Es ist nicht einfach aufzubauen und wirklich ein sehr leichtes, minimalistisches Shelter. Als Budgetvariante gibt es einen super Tarp von Decathlon, 500 Gramm für 70 € oder auch das, was man aus dem Bushcraft-Bereich kennt, das DD Hammock Superlight Tarp, 100 € zum Beispiel und auch ungefähr gleich schwer. Im Mittelfeld würde ich euch dann das Gatewood Cape empfehlen. 310 Gramm, 140 € habe ich auch im Einsatz gehabt. Das Gatewood Cape ist fast schon ein Tarp-Zelt, aber auch als
als Poncho zu gebrauchen, sodass man sich da gegebenenfalls Regenkleidung sparen kann. Ansonsten hier noch das Simplex Max Tarp von Lightway, auch aus Silpoly, nur 265 Gramm und auch nur 140 Euro. Im High-End-Bereich, da liegen wir auf jeden Fall beim Material dann nicht mehr bei Silpoly, sondern bei DCF. Da gibt es das Hyperlight Mountain Gear Flat Tarp, das hatten wir selber in der Altavia, in den Dolomiten im Einsatz, nur 300 Gramm, 600 Euro, aber natürlich äußerst robust und groß. Ansonsten noch das ultraleichte Zipex Pocket Tarp, nur unglaubliche 157 Gramm, aber auch für 500 Euro. Wenn ihr dann aber sagt, ja, ich habe doch ein Problem irgendwie mit Käfern, Insekten, Spinnen und ich bin vielleicht irgendwo, wo es viele Moskitos gibt, dann könnt ihr dieselben Tarps verwenden, braucht aber noch ein optionales Innenzelt, was man da einhängen kann. Zum Beispiel als Budgetvariante von Tatonka das Moskitozelt, 580 Gramm, 95 Euro. Im Mittelfeld, das hatten wir im Einsatz, das C2 Summit Escapist Innenzelt. 385 Gramm, 130 Euro, ist auch mit sehr vielen Tarps kompatibel. Ansonsten der Klassiker Serenity Net Tent, 312 Gramm, 190 Euro, funktioniert auch sehr gut mit dem Gatewood Cape. Oder hier von MSR noch das Thru Hiker Mesh House, 400 Gramm, 170 Euro. Ja, als High-End-Variante gibt es hier von Bonfus noch ein Innernet, eher für Pyramidenkonstruktion gedacht. Das hat aber einen DCF-Boden. Da spart man sich also nochmal Gewicht, 235 Gramm, aber 250 Euro. Wenn ihr oben dann natürlich gesagt habt, ihr braucht eigentlich kein freistehendes Zelt, habt aber auch keine Trekkingstöcke dabei, dann würdet ihr natürlich wieder im Strang der freistehenden Zelte landen. Ansonsten, wenn euch Tarps nicht so lieb sind und ihr vielleicht lieber was Geschlossenes haben wollt, dann antwortet ihr mit Nein und könnt euch dann nochmal die Frage stellen, ob ihr Gebrauch von der Legalität des Biwakierens machen wollt oder vielleicht nur für einen Notfall ein Zelt haben wollt und dann landet man auch wieder beim Biwaksack oben rechts. Habt ihr aber Trekkingstöcke dabei und ihr wollt nicht unbedingt biwakieren oder ein Tarp aufbauen, dann ist die letzte Frage nochmal, ist mir Komfort und Gemütlichkeit wichtiger als noch etwas besseres Gewicht, Packmaß und Aufbauzeit oder will ich das Zelt häufig im mitteleuropäischen Winter oder sehr feuchten Regionen verwenden? Wenn ja, dann ist ein doppelwandiges Trekkingstockzelt am besten geeignet. Damit zwei Budgetvarianten, das Lanshan 1, der Klassiker Doppelwand, ungefähr 800 Gramm und 150 Euro, nur die Pro-Variante ist da einwandig. Ansonsten das Nature X Summit Shot 2 PUL hatte ich letztens auch vorgestellt. Wirklich Preis-Leistung ganz gut, sehr groß. Ich hatte dann ein kleines Problem mit dem Reißverschluss, aber das scheint nicht alle Varianten zu betreffen. 1045 Gramm und nur 170 Euro. Im Mittelfeld hier ganz klassisch das Durston X mit 1. Eigentlich so der Standard. 270 Gramm, 300 Euro. Da braucht man dann zwei Trekkingstöcke auch für. Ansonsten das neue Tarp Tent Pro Track ist noch eine abgespeckte Variante dieses Konzeptes. 667 Gramm, 300 Euro. Und die High-End-Variante ist hier wohl das Tarp Tent Notch Li, 564 Gramm und 800 Euro. Oder auch das Tracker Tent Stealth 1, ganz minimalistisch, 435 Gramm und 650 Euro. Und zuletzt noch die Variante, wenn euch Gewicht das Allerwichtigste ist und ihr Trekkingstöcke sowieso verwendet, dann kommen wir jetzt zu den leichtestmöglichen Zelten, nämlich einwandigen Trekkingstockzelten. In der Budgetvariante das Lanshan 1 Pro aus Silpoly. Letzte Woche erst vorgestellt, 691 Gramm, 150 Euro. Das ist wirklich sehr, sehr gut. Es gab noch das Decathlon MT 900 Minimal Editions, wer lieber ein Decathlon-Produkt haben möchte. Das hat zwei Trekkingstöcke, 920 Gramm und 150 Euro, auf jeden Fall brauchbar. Im Mittelfeld hier das Six Moon Designs Luna Solo, 730 Gramm, 280 Euro, habe ich auch lange im Einsatz. Oder auch das Lightway Illusion Tent, das ist noch ein bisschen leichter, 615 Gramm und kostet 350 Euro. Ja, die High-End-Modelle ist das Beste, was man so kaufen kann. Das Durston X mit Pro, einwandig und aus DCF, 440 Gramm, 670 Euro, unfassbar viel Platz. Ansonsten das leichteste von allen, das Zipex Plex Lite, nur 332 Gramm, 750 Euro. Oder auch das Modell von Tarp Tent, das Ion Lee, 778 Gramm, 750 Euro. Diese Zelte haben ein integriertes Meshgewebe, sind nicht doppelwandig, aber da müsst ihr euch keine Gedanken um Insekten machen. Um dann zu entscheiden, wie viel Geld wollt ihr ausgeben, könnt ihr euch fragen, wie oft betreibe ich das Hobby? Ist es mir wert, mehr Geld zu bezahlen, damit das Zelt leichter wird? Denn das äußert sich dann meistens am Preis. Oder wenn ihr vielleicht auch Bedenken beim Packmaß habt, also mit dem Bike unterwegs seid, wo Gewicht vielleicht ein bisschen zweitrangiger ist, dann ist meistens Silpoly doch besser geeignet als DCF, weil sich Silpoly kleiner komprimieren lässt.
Ja, das war gar nicht so einfach, das alles mal auf Papier festzuhalten. Ich hoffe wirklich, dass das vielen so ein bisschen ermöglicht, mal die Zeltwahl für sich selber einzuschränken, so einen generellen Anhaltspunkt zu haben. Wenn ihr in Ruhe das Diagramm nochmal für euch durchgehen wollt, dann verlinke ich das unten in der Beschreibung wirklich als großes Bild und ansonsten auch alle meine Empfehlungen mit Preisangabe und Gewichtsangabe und Verlinkung in der Beschreibung. Hat euch das Video generell weiterhelfen können und gefallen, würde ich mich wie immer freuen, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal.